Dropside Radio, der Podcast rund um Dropzone, Dropfleet und allem, was dazugehört. Moin liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge des Dropside Radio Podcast. Wie immer mit dabei ist der liebe Harald. Hallo. Und Stefan. Moin. So, und wir kümmern uns heute um die PHR. Wir sind jetzt eine Woche später, haben jetzt den 7.5. Letzten Freitag sind sie rausgekommen. Das heißt, wir haben uns die Regeln ein bisschen angeguckt. Und ja, schnacken da jetzt ein bisschen drüber. Wir sind alle keine PHR-Spieler. Ich meine, Harald hat sie, spielt sie aber zu selten, würde ich sagen, oder? Ja. So, aber Stefan will sie anfangen, denn Stefan hat sich eine Corebox gekauft, obwohl er immer wollte, er will nicht. Ja. Corebox und die Lightships. Oha. Wir haben ihn dazu gekriegt, Leute. Also, gehen wir mal ganz kurz rein. Wir fangen wieder an mit dem Carrier, der Minen bekommen hat, und zwar die Icarus. 125 Punkte und ja, wie bei allen anderen Carriern, statt 10 Punkte drauf gibt es statt Fighter, Bombers, Minen. Ne? Also ich glaube, das wird Standard, dass wir immer einen Carrier kriegen, der dann Minen legen kann, oder? Das ist schon so, ja. Da brauchen wir, glaube ich, auch nicht viel drüber quatschen. Gehen wir gleich weiter. Und zwar kommen wir dann zu den Battlecruisern. Erstmal, was haltet ihr von dem neuen Design? Harald. Ja, was meinst du mit dem neuen Design? Also erstmal sind die ja jetzt alle ein bisschen gleich geschaltet worden. Ja, also dieses, sage ich mal. Oder worauf möchtest du hinaus? Weil wir haben ja zum Beispiel wenn wir die alte Agamemnon angucken oder Priam, die waren so ein bisschen wuchtiger, finde ich. Die sind jetzt ein bisschen mehr angelehnt an das Designkonzept, was die auch mit den neuen Battleships haben. Genau. Das sieht nicht schlecht aus. So die Pompeius zum Beispiel. Ne? Wir haben immer die ist ja ganz gesagt, anders. das ist ein Fischdesign gewesen. Die sind jetzt alle Ja, im Prinzip genau. angepasst worden, Die ne? Pompeius und Agrippa, die haben sie ja ganz angepasst, sage ich mal. Die waren so ein bisschen außergewöhnlich, also vom Design her waren die so ein bisschen nicht ganz fremd, also man hat die eindeutig der PHR zugeordnet, aber die haben schon so ein bisschen anders ausgesehen. Das finde ich tatsächlich ein bisschen schade, dass sie davon weggegangen sind, weil die haben mir schon gefallen, die Schiffe. Oder die gefallen mir natürlich immer noch. Ja, es war so ein Die bisschen was Pompeius anderes und die noch, ne? Agrippa. Ja, genau. Aber Die sahen so ein das- bisschen mehr fischig aus. Ja. Aber sie passen ja allgemein die Schiffe so ein bisschen mehr zueinander an. Ja. Ich finde das die neue Design gar nicht mal so schlecht. Ja, sie sind schlanker geworden, also konzepttechnisch, also zu allen anderen Schiffen passend. Ja, finde ich. Ich finde es auch ein bisschen schade, dass sie da vielleicht so ein bisschen die Designvielfalt rausgenommen haben. Ne? Ich Also kann's was ja verstehen. gelassen haben, ist ja der Flügel, der nach unten geht. Das haben die ja so ein bisschen Ja, beibehalten. Genau. Bei der Agrippa und bei der Priam nicht hier, bei der Prometheus. ja. Aber bevor wir jetzt da mit den Battlecruisern anfangen, ich habe mich nämlich versprochen, fangen wir erst dann mit den Supercarriern. Ja. Und zwar, in meinen Augen, nur mal von vornherein weg zu sagen, ist bis zu diesem Zeitpunkt, die PHR die Fraktion, die am wenigsten Feature Carrier bekommen hat. So wie ich das jetzt festgestellt habe. Genau. Ich Ja. glaube, da hast du recht. Wir haben nämlich, soweit ich weiß, 3 oder 4 nur bekommen. Wir haben die, oh Gott, 4. Ptolemy bekommen. Wir haben die Seleukus bekommen. Dann haben wir die Antigonos bekommen. Ja, sorry, Leute, wenn ich falsch Ja, wir spreche. müssen Stefan fragen, der wird uns gleich bei den ganzen Namen helfen. korrigieren, Und Antoni. sagen, wo die herkommen. Genau, und die Antoni. Und- Das heißt 4. 4 Stück haben wir bekommen. Mehr Genau. nicht. So, und wir fangen gleich an mit dem Wort, wo ich mich schön verhaspelt habe. Stefan, Ptolemy, oder wie spricht man das aus? Ptolemy, also quasi zu Deutsch Ptolemäus,
Das ist, wenn ich mich recht erinnere, ein griechischer Philosoph, Ptolemäus gewesen. Ja. Und das ist der erste Feature Carrier, genau, der Supercruiser. Genau, 174 Punkte, Also Thrust. die Namen sind alle, Ja, die Namen sind alle alte Griechen oder alte Römer. Oder irgendwelche Orte. okay. Nur mal so zur Info, Stefan hat heute derbe Probleme. Das heißt, er kommt ein bisschen abgehakt. Wir lassen es trotzdem drin, damit ihr alle versteht, was wir meinen und er meint. Und nächstes Mal sitzt er wieder neben mir. Aber fangen wir mal an mit dem griechischen Dichter, Denker, mit der Thrust 7, Scan 8, SIG 6, HAL 14, ES3 Plus, KS4 Plus, BS6 Plus, Gruppe 1, keine Specials. Waffen, Hornet Drone Cluster kennen wir schon. Light Caliber Double Broadside kennen wir auch. Ja, Future Trigger, 174 Punkte. Ist stabil. PHR, ne? PHR stabil. Kann man nicht viel Genau. zu sagen. Wie immer Broadside-Waffen, bis auf die Hornet Drone Cluster. Ja. Die sind. Energiewaffen safe auf 3 Plus. Ja, Also, ja, stabil. stabil. 174 Punkte, was sagst du, zu teuer? Ja, PHA. Also PHA sind generell ein bisschen teurer als andere Fraktionen, sage ich mal. Die sind aber auch ein bisschen robuster dafür. Wir haben generell immer 1 bis 2 Halbpunkte mehr als ihr Konterfei dann von entsprechend anderer Fraktion oder sogar Das noch stimmt. mehr. Und ja, das muss man halt dann mitbezahlen. Also Ja. im PHA-Rahmen ist das der Preis, der bezahlt werden muss, würde ich jetzt so behaupten. Ja. Ich bin gerade am Überlegen zu gucken, welches Schiff der UCM zum Beispiel nahe kommt. Das wäre die Busan mit 166 Punkten. Alle anderen beiden sind günstiger. Ich weiß trotzdem nicht, obwohl, ne, die Busan nehmen wir mal technisch, die ist minimal schlechter, 13 Hall. Klar, ES und KS umgedreht, aber ich glaube, in meinen Augen sind die mir ein Tick zu teuer, die Supercruiser. Also es ist, Ja. wenn ich sie jetzt mit der UCM vergleiche, die jetzt ein Hall weniger hat, dafür hat die 4 Waffensysteme und Future Carrier und kostet 166 Punkte zu einer mit 2, wobei eine Waffe auch nur Broadside ist. Tue ich mich gerade ein bisschen schwer, muss ich ehrlich sagen, und sag, es ist mein Gefühl, die ist mir zu teuer. Ja, man muss aber bedenken, ja, du hast recht. Aber wie gesagt, was natürlich bei der Busan natürlich genau dasselbe ist, man muss bedenken, dass man ja in dem Preis auch das Feature mit drin hat. Ja, zu den Features kommen wir zum Schluss. Da kommen Genau. wir noch zu. Also, nehmen wir die nächste dann einfach mal. Oder habt ihr noch was zu unserem Ptolemei zu sagen? Nö. Eine Close-Action-Waffe, eine Light-Kaliber Broadside-Waffe, kennen wir alles von anderen Fraktionen, von anderen Schiffen von dem PHA. Ja, in meinen Augen, wie gesagt, sie ist zu teuer, in meinen Augen. Ja, Für die das, ist was sie aber, kann. also die Light Caliber Double Broadside, das ist schon eine gute Waffe. Das Aber ist schon ja, eine gute Waffe, ja. Re-Entry hat sie auch, das ist alles gut und schön. Aber weiß ich nicht. Aber gut. Seleukus. Wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe, Stefan. Das ist eine gute Frage. Das müsste ich selbst nachgucken. Okay. Aber euch ist schon richtig. Seleukus wird auch ein Grieche gewesen sein. Wahrscheinlich. So, in Werte. den Kommentaren werden wir lesen können, wer das war oder was das war und Genau. Übrigens, das wird man schaffen. wenn ihr anderer Meinung seid oder eure Meinung gerne mitteilen wollt zu den Schiffen, schreibt es uns unten in die Kommentare. Wir freuen uns drüber. Genau. Über Gerade jedes bei dem Kommentar von PHA freuen wir uns tatsächlich drüber. euch. Ja, oder wie ihr das seht, wie ihr die Cruiser und neuen Battlecruiser und so weiter seht. Schreibt es uns in die Kommentare, wenn ihr anderer Meinung sagt. Erklärt uns auch warum. Wir haben da Bock drauf, mit euch zu reden, quatschen.
Und ja, Seleukos, 200 Punkte, zweimal die Light Caliber Double Broadsides und Future Carrier für 200 Punkte. Ja, 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 teuer. Hast du ja gerade eben schon gesagt, und da waren es ja nur 176 Punkte, 174 Punkte, jetzt sind es 200 Punkte. ja, Du hast diesmal zweimal die Light Caliber Double Broadside Kanone dabei. ja. Das ist schon teuer und um beide Waffen nutzen zu können, die wie gesagt ja schon gut ist, muss man eigentlich Weapons-Free gehen. Ja, Da gibt es jetzt einen Trick, da kommen wir dann später zu, wenn wir über die Features reden. ja, Aber ansonsten ja, ist das schon preislich weiter oben angesiedelt. ja. Genau, zu den Futures, da kommen wir später noch zu, da können wir noch mal was reden. Aber sonst, Stefan, siehst du da irgendwie was? Naja, sagen wir es mal so, der große Vergleich, als Dropfleet-Neuling fehlt mir natürlich so ein bisschen der große Vergleich. Ne? Also ich muss mich da schon drauf verlassen, dass ihr sagt, es sieht mir so ein bisschen teuer aus, es sieht mir so ein bisschen teuer aus. Ich könnte jetzt als neuer PHA-Spieler natürlich auch sagen, vielleicht findet ihr das nur so teuer, damit ihr nicht dagegen spielen müsst. Aber das Genau. wäre auf dem Spielfeld herauszufinden. Ja. Ich Das freue mich, ist Stefan. so, Ich ja. freue mich. So, kommen wir zum nächsten. Antigonos. Antigonos. Supercruiser. 176 Punkte. Werte sind wieder dieselben, außer sie hat Command Chip 1 und sie hat den Holographic Drones als Waffen. Mit Genau. Arc S, 4 Attacken auf die 4 Plus, Damage 1, Typ E, Anti-Wing, Close Action, Volley 2 und als Sonderregel hat sie das Holo Interference Field. Das kennen wir schon. Und Das hat die Agrippa. genau. Und das Future Carrier dazu. Und da Genau. muss ich jetzt sagen, das ist, also mit dem Holo Interference Field muss ich sagen, Das ist ist ein gut. Schiff, da kann man, mit den Punkten kannst du um. Ja, da kann man schon was, genau. Die Agrippa, das ist der Battlecruiser, den es ja vorher schon gab. Ja, da Der kommen wir jetzt das gleich auch neue noch zu, Design, ne? Ja. genau, der hat jetzt ja das neue Design bekommen. Der hat, oder die Agrippa, hat die gleiche Waffe, kostet 100, ja, im Prinzip ist ein bisschen schneller. Hat die gleiche Waffe und kostet 160 Punkte. Okay, hat noch Vanguard 4. Das hat dieses Schiff. Dafür hat dieses Schiff Command Ship 1. Ja. Also die Agrippa kostet 160 Punkte und die Antigonos kostet 176 Punkte. Ja. Und dann würde ich jetzt behaupten, dass die Antigonos 16 Punkte für ein Feature bezahlt. Und wenn wir nachher die Feature durchgehen, dann werdet ihr feststellen, dass das weiß Gott nicht zu teuer ist. Nee. Und die Agrippa wurde viel gespielt. Ich vermute, dass die jetzt so ein bisschen abgelöst wird von der Antigonos. Ja. Weil besonders das Command 1, ne? Ja, das Command 1 und diese Holographic Drones mit dem Holo Interference Field, das wurde viel gespielt. Damit kann man sich, ich fasse das mal ganz kurz zusammen, damit kann man sich quasi eine Deckung bauen wie eine Wolke. Nicht wie das Debris Field, sondern wie die Wolke. Ja. Und vermute, dass die Antigonos so ein bisschen den Rang ablaufen wird, weil man mit Antigonos auch noch ein Feature mitnehmen kann. Nicht, dass die Agrippa jetzt schlecht ist, weil die ja auch Vanguard hat, was ja durchaus je nach Szenario, was man spielt, wichtig ist, dass man früh auch größere Schiffe auf dem Feld hat. Aber trotzdem sehe ich das Antigonos vom Preis-Leistungs-Verhältnis schon
schon ein ordentliches Schiff ist, was die PHA da bekommen hat. Ja, definitiv. Also ich glaube, die wirst du sehen. Das glaube ich auch. Alleine schon mit Command 1. Ja. Das ist mit der Punktzahl und dann dem guten Feature dazu, das passt. Ne? Ja. So, dann kommen wir mal zu den Schiffen, die zu 90% einfach nur das neue Design bekommen haben. Die Leonardos, 161 Punte, Supercruiser, Heavy Caliber Double Broadside und Light Caliber Double Broadside, 190 Punkte. Ja. Penetrator ist gut, 190 Punkte. Ja. Ja, Ja. genau. Also die eine Waffe wieder, um Dropships zu jagen, die andere Waffe, um Heavys zu jagen. Ja. Ich bin halt zu wenig PHA-Spieler, um zu sagen, ob diese Kombination Gut ist. gespielt wird. Ja. Einerseits willst du, ja, vielleicht in Center. Da Ja. kann ich aber jetzt schwer zu sagen, ob diese Kombination gut spielbar ist. Wirklich das Maß ist, ne? Also, wo ich mal Generell wirklich ist es ja- gespielt habe, wo du mal PHA gespielt hast, da hast du sowas selten gespielt. Ja, also ich würde die jetzt auch nicht aussuchen, bin ich ganz ehrlich. Nee. Wenn ich sie, also ich habe sie ja nicht oder noch nicht aber ich Du glaube auch wirst sie nicht, dass haben. wenn ich magnetisiere, werde ich sie ganz bestimmt haben, ja. Ja. Aber sonst, ja, kein Carrier dabei. Nee. Schwierig. Ich glaube, die wirst du seltener sehen. Wenn ihr anderer Meinung seid, Kann denkt sein. in die Kommentare. Wenn ihr sagt, das ist eigentlich das Maß aller Dinge, schreibt es in die Kommentare bitte. Und da bin Ja. ich gespannt, genau. Gut, dann kommen wir zu den Schiffen, die wir bereits haben, die einfach nur das neue Design bekommen haben. Und zwar fangen wir an mit der Agamemnon. Bei der Agamemnon gibt es sogar einen positiven Aspekt. Die Agamemnon ist nämlich als Battlecruiser 10 Punkte günstiger geworden. Finde ich gut. Ja, Ja. genau. Ne? Sonst die Werte sind gleich geblieben zur alten. Ich lese sie nochmal vor für die Leute, die jetzt gerade nur zuhören. Thrust 8, Scan 8, SIG 6, Hull 15, ES 3 plus, KS 4 plus, BS 1, Gruppe 1 und Vanguard 4. Das hat sie auch so behalten. Die Waffen hat sie auch beibehalten. Zweimal Light Caliber Broadsides und zweimal Medium Caliber Broadsides. Das ist ein Schiff, das sieht man wahrscheinlich auch mal auf dem Spielfeld. Ich finde sie jetzt gar Ja. nicht so schlecht. Von dem. Ging so, ne? Darum wurde sie, glaube ich, auch 10 Punkte billiger gemacht. Ja. Weil gerade, ich meine, mit Vanguard, da haben wir es ja gerade eben schon drüber gehabt, das ist halt die Möglichkeit, wenn du bei Szenarien mit Distant oder sowas, dass du früh Kanonen aufs Feld kriegst, da Ja. ist Vanguard natürlich nice für. Aber ansonsten, glaube ich, wäre da auch schnell die Wahl auf ein Battleship oder sowas gefallen. Ja. Wenn man denn Bei den halt Punkten Kanonen dann, haben will. Ja, genau. Ja, ansonsten zu den Kanonen. Wieder die Light Caliber Broadside, diesmal nicht Double, das heißt, das sind nur 6 Attacken. Wo wir vorhin die 12 Attacken hatten. Ja. Wieder auf die 5, was mit Caliber Light natürlich verbessert wird um einen. Ja. Und bei Broadside ja typisch ist Volley 2, dass man erst die eine Seite schießt und dann die andere oder B-technisch gleichzeitig schießt. Und Reentry. Ja, und Reentry bei der Waffe. Und dann die Medium Kaliber mit Fusillade 1. Das schreit natürlich immer nach, ja genau, und das schreit natürlich nach Weapons Free. Ja. Aber gut, ich glaube, mit den 10 Punkten weniger wird man sie wahrscheinlich häufiger sehen. Wird sich zeigen, ja. Ja. Aber ich finde es gut. Hat das schon wahrscheinlich auch verdient. Gehen wir weiter zu Priam. Zu Priam wurde nichts verändert. Außer das Design. Wobei ich sagen muss, jetzt wirklich bei den Battlecruisern,
Ja, bei den neuen Battlecruisern ist diese untere Spitze leicht, also vor der oberen Spitze. Bei den alten war es, die obere Spitze war über oder weiter als die untere Spitze. Bei den Battlecruisern weiß ich nicht, ob man das unbedingt hätte verändern müssen, weil sie waren ja vom Design her, also Agamemnon und Priam, die waren Die war ja ein bisschen brummiger die waren ein früher. bisschen brummiger, aber sie waren ja da. Und ich Ja, weiß ich genau. nicht, mir gefällt dieses alte Design, wo die Schnauze vorne ein bisschen weiter ist als das untere. Wenn ich mir das so vom Bild angucke, gefiel es mir fast besser, muss ich sagen. Was will man da sagen? Die gibt's aus Geschmackssache. Versehen immer noch. Also Ja, ich Genau. habe Man kann sie sicher nicht weg. Kann die ja immer noch haben. ja. ich hab die großen noch nicht gesehen, muss ich sagen, aber haben die hinten unten zwei Flügel und oben einen, dass das so ein Dreieck gibt? Oben Weil die zwei, unten anderen ein, haben ja. unten Andersrum. einen Flügel, also die kleineren, und oben, genau. Und Haben sie jetzt jetzt die anders. großen hier, Battlecruiser, haben die unten zwei, oben einen? Kann das Nein, sein? anders. Nee. Genau, Ah, genau anders. also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde diese Killerwahlstirn vorne, die jetzt durchgehend ist, finde ich ziemlich cool. Und aber auch da sind ja die Monitore, diese kleinen hier Castor und Pollux, die so ein Mhm. bisschen aussehen wie so ein Sonnenfisch, finde ich aber auch ziemlich geil. Ja, Genau. gut. Aber bei der Priam hat sich nicht viel verändert. Ich würde sagen, wir gehen einfach weiter zur Pompeius. Die hat sich mal komplett verändert, weil die hatte ja dieses Fischdesign, wie wir das immer so lieb nennen. Ja, dieses Sonnenfischdesign, wie Stefan es gerade ganz nett formuliert hat. Genau. Ähm, Ja. ich finde es, sie haben es aber so ein bisschen beibehalten im Gegensatz zu den anderen Battlecruisern, weil die dicken Aufsätze da immer noch nach oben und nach unten gehen. Wenn Mit du der, das mit der genau. Flügelstellung, oder was meinst du? Nee, die haben da wirklich ja auch oben drauf und unten dran noch die dicken Motoren draufgesetzt. Auch beim neuen Design. Also sie haben es Ja, genau. einfach. Du hast zum Beispiel bei der Priam hast du kein Centerflügel, Ja, möchte ich es jetzt mal nennen, oben, und, sondern nur unten. ja, Und bei der Pompeius hast du das oben und unten. Genau. ja. Und die Seitenflügel hast du trotzdem. Was mir besser gefällt, sind die Waffen. Also das Waffendesign da an der Seite, das gefällt mir besser als bei der alten. Aber allgemein muss ich sagen, von den neuen Battlecruiser-Designs gefällt mir die am besten. Wobei sich bei ihr nichts geändert hat von den Punkten her und so weiter. Das Genau. müssen wir gleich eben einmal ganz kurz dazu sagen. Ich finde, das ist ein Schiff, ich finde das Schiff nice, auch von dem Heavy Quad Battery. Also es ist ein Schiff, was wirklich mal eine Front Arc Waffe hat, keine Broadside Waffen, wie es ja eigentlich normal bei der PHI ist. Vanguard 4, Critical One und sie macht Jagd auf Heavy und Cruiser, wollte ich schon sagen, H und C mit Penetrator. Das ist schon mit 4 Attacken dann auf Heavy-Schiffe, auf die 2 Plus mit Damage 2 und Penetrator, das heißt Core Damage. Ja, nettes Schiff für 140 Punkte. Das ist wohl wahr. Aber man muss auch sehen, bei der PHA, wenn du jetzt ein Battlecruiser mit Vanguard willst, dann hast du mit der Agrippa auch harte Konkurrenz. Ja, zu Kommen der wir ja kommen wir gleich. nämlich jetzt. Genau. Design ist dasselbe, also es war für dieses Mondfisch-Design mit Außenflügeln ein bisschen speziell. Jetzt nur noch angepasst an die Pompeius. Natürlich jetzt die Holographic Drones und das Holo Interference Field. Wird nicht mehr hinterhergeschleppt, sondern ist jetzt an der Seite dran. Genau. Ja, Vanguard 4, Anti-Wing, Close Action, also das hat sich nichts verändert. Auch Nee. 160 Punkte. Ja, ein schönes defensives Schiff. Ja, kann man viel Schabernack mit treiben, gerade mit der Holo-Interferenzfield-Fähigkeit. Das ist, ja, hat man gesehen, wird man, glaube ich, weiterhin sehen. Ja, das sehe ich ähnlich. Gut, dann kommen wir zu den letzten.
Das sind die Pocket Battleships. Und vorher fangen wir an mit Brutus. 210 Punkte. Thrust 8, Scan 8, Six 6, Hull 16, ES3, KS4, BS5, Gruppe 1, ganz klar. Die haben das Design der Battlecruiser, außer die Ausnahme, die Brutus ist, wie gesagt, auch kein Future Carrier. Dafür haben sie vorne eine neue Waffe bekommen. Die Glavis Lance, Front Narrow Waffe, Attacken 3, Lock 2, Damage 2, Typ Energie und Overcharge. Das ist eine neue Waffe der PHA. Ja, sonst dazu die Light Caliber Double Broadsides und die Heavy Caliber Double Broadsides. Ja. Was ist ein Angriffsschiff, würde ich sagen, wa? Ja. Bin ich mir noch nicht so sicher, was ich davon halten soll. Die Kombination mit Heavy Caliber und Light Caliber, da hatten wir es ja gerade eben schon drüber. Ja. Und dann dazu diese Glaive Lance oder wie sie heißt. Front Narrow, also eine Frontwaffe. Das haben ja auch nicht viele PHA-Schiffe, eine starke Frontbewaffnung. Ja. Die Bellerophon, ja, die wird auch viel gespielt, die hat das, aber sonst fällt mir jetzt so spontan nicht so viel ein, was viel gespielt wurde. Also muss ich zeigen. Ja. Gerade weil man ja diese Frontwaffe mit Overcharge, ja, gerade die PHA, die haben immer ein bisschen mehr Hull als die anderen. Vielleicht ist Overcharge bei denen ja eine tolle Sache. Ja. Das muss sich zeigen. Kann ich schwer bewerten. Ja. Aber die neue Waffe finde ich sonst, klingt die erstmal ganz nice. Ja, 3 Würfel auf W2 ist doch nicht schlecht. Und dann macht sie 2 Schaden, mit Overcharge dann 3 Schaden. Das ist schon anständig. Was haltet ihr von der Brutus? Schreibt es uns mal in die Kommentare, Leute. So, ja. Dann gehen wir gleich weiter zu Kato. Stefan. Kato Battlecruiser hat die Medium Caliber Broadsides, Hornet Drone Cluster und auch die Glavis Lance für 185 Punkte. Ich glaube, die wirst du eher sehen. Ja. Medium-Kaliber und Nahkampf, ne? Ja. 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 Jetzt habe ich die Overcharge-Regel nicht so genau im Kopf. Ne, man kann nur eine Waffe overchargen, aber man hat ja auch nur eine. Das heißt, Overcharge auf Weapons Free mit Fully Saved One, ja, das passt ins Bild. Ja. Das könnte was sein. Ich glaube, das ist sogar ordentlich was, finde ich. Ja, aber was machen wir denn jetzt, wenn wir ein Pocket Battleship haben wollen und gern mal ein Feature mitnehmen wollen? Ja, da haben wir nur ein Schiff. Muss ich sagen. Aber nochmal ganz kurz zur Overcharge-Regel. Ja. Bevor dem Ziel Waffen zugewiesen werden, kann der Schadenswert der Waffe verdoppelt werden. Wenn dies geschieht, wird dies für diese Aktivierung zu einer High-Power-Waffe. Und jeder Angriffswurf von 6 führt dazu, dass das angreifende Schiff den unveränderten Schadenswert dieser Waffe in Höhepunkten verliert. Pro Aktivierung Genau. nur eine Waffe. Also nicht +1, sondern verdoppelt. Stimmt ja, das? der Schadenswert wird verdoppelt. Das heißt, du machst statt 2 Damage Double the 4. Damage, ja. Ja, 4. das ist, ja. Und das mit 3 Würfeln auf die 2 plus. Klar, du hast noch Kann einen man schaffen. Energiesave und einen Backsave dagegen, aber trotzdem passiert das und da kommt einer nicht durch, hast du mal eben 4 Damage.
Ja, Also von daher, ich glaube schon, dass du sie zumindest zum Testen eher siehst. Stefan ist gerade nicht da, sonst Stefan, Ja, was sagst du denn? ich, wie gesagt, mir fehlen die Vergleiche, also ich konnte bisher immer zugucken, mir fehlt so ein bisschen der Vergleich, aber ich weiß nicht, wie die Broadsides funktionieren, weil ich PHA bisher noch nicht gesehen habe, aber diese Front Narrow Waffe, diese Glaive, das sieht schon auf dem Modell ziemlich krass aus und ja, die Overcharge-Regel hört sich ja auch erstmal gut an. Ja, genau. Also, ja. ja, Ich glaube, Overcharge und PHA, das könnte was werden. auf jeden Fall. So, und dann kommen wir zum letzten der neuen Schiffe. Du musst, Die, Wie bitte? wie bitte? ich habe gesagt, du musst die halt irgendwie in die Front kriegen, ne? Ja, am Front Anfang ist Narrow, das ja, kein Problem, ja. das ist wohl wahr. Was natürlich wenn wir jetzt bei der Kato bleiben wollen mit der anderen Waffe, die Fusillade hat, das heißt, wenn wir auch Weapons Free wollen, dann ist das vielleicht nicht ganz einfach, Weapons Free und Front Narrow immer zu vereinbaren. Ich sage Ja, nicht, dass das nicht geht, aber es ist halt, wenn man nicht sich drehen darf, ist das ein bisschen schwieriger. Muss man das stimmt. vorausschauender, vorausschauender spielen oder der Gegner weniger vorausschauend spielen, das hilft auch. So, letzter Pocket Battleship. Letztes Pocket Battleship, die Antonie. Antonie. Anthony. Die Anthony. Anthony. 200 Punkte. Hat die Light Caliber Broadsides und 4 Fighter und Bomber. Mit, und jetzt kommt's, Future Carrier. Das einzige Pocket Battleship mit Future Carrier. Und nur einer Waffe. Und nur einer Waffe, dazu 4 Fighter und Bomber. Und ich weiß es nicht. Du kannst, wie gesagt, durch die Futures, das hören wir gleich, können wir da noch was machen an Waffen. Sonst, Ein Pocket Battleship mit nur einer Waffe ist schon dünn. ja. Allerdings Fighter Bomber, ne? Also, Ja, 4 ja, Fighter Bomber. genau. Also, und die Bomber von der PHA, die sind auch gut. Also, da wollen wir mal nicht Nee, alles schlecht die reden. sind nett, ja. Das ist solide. Ja, Ja, und Bomber sind natürlich immer teuer. Daher wahrscheinlich auch der Preis von 200 Punkten. ja. Man wird sie Ja, wahrscheinlich testen. vermutlich. Man möchte nämlich auch ein Feature aufs Feld bringen irgendwie. Ja, Ich glaube zwar, dass man dafür als erstes die Antigonus nimmt, ja. aber ich weiß nicht, wie viel Antigonus man spielen will. Von daher denke ich, kann das durchaus sein, dass da die anderen auch ins Feld geführt werden. Also sie hat ja einen Aber starken Konkurrenten, mit 2 sogar in meinen Augen. Klar, die haben keine Bomber und Fighter, 4 Stück, aber du hast die Seleukos, die auch 200 Punkte kostet, mit den Double Broadsides Light. ja, Und sogar mit 174 Punkten die ja, unseren Dichter und Denker unter den Schiffen. Mit dem Hornet Drone Cluster und den Light Double Broadsides. Ich glaube, sie hat schwer gegen die beiden Schiffe. ja, Ne? ich sehe Aber das schon. Ich schätze die alle schlecht ein und dann kriege ich demnächst so ins Gesicht von den Dingern. ja, wie immer bei uns. Ne? Aber kommen wir mal zu dem ganzen Spaß, worum es sich dann auch Ja, wirklich dreht. Und das sind die Features. Wir haben 3 Features genau. bekommen. Und nun werden wir auch Wie, erfahren, warum diese Schiffe ganz bestimmt gespielt werden. Das genau. ein oder andere. So, jetzt kommen wir nämlich zu dem ersten Feature und damit auch zu einem Feature, was, solange sie am Schiff montiert ist, als Schiffswaffe zählt. Und zwar dem Heavy Caliber Orbital Gun. Die hat zusätzlich eine ES von 5 Plus und KS von 3 Plus.
Hat sonst nichts, aber sie hat einmal mounted und einmal deployed. Wenn sie mounted ist, hat sie den Scan vom Schiff, ist ja ganz klar. 2 Attacken auf die 3 plus, 2 Damage, Kaliber K und als Special Kaliber H und C. Wenn sie gedroppt ist, hat sie 8 Zoll Scan mit Velocity, also Escape Velocity, das brauchst Escape du, um aus Velocity. der Atmosphäre rauszuschießen. Genau, also das heißt, sie kann rausschießen, hat Critical 2 und auch Kaliber H und C. Ja, sehr Das nice. ist schon nice und es gibt dir eine zusätzliche Waffe. Genau. Und da kommen wir jetzt nämlich zu 2 Supercruisern. Wenn die schiffsmontiert ist, 2 Attacken auf die 3 Damage 2K, Kaliber H und C, das ist ja not bad, aber das ist jetzt auch nicht, warum man Hurra schreit. Allerdings, wenn man die Waffe jetzt einfach nur mitnimmt, ich meine, man möchte sie natürlich transportieren zum Feature, zur Dropsite. Ja. Und dann hat man die Möglichkeit mit der Ptolomäus und der Seleucus. Stefan, du musst uns retten bei den wer Namen. sich die Namen ausgedacht hat, erschießen. Das waren Griechen, die sich die Namen ausgedacht Ja. haben. So, und diese beiden Schiffe, Griechen, das waren Griechen, die hießen mal so. genau. Und diese beiden Schiffe, die haben jeweils 2 Waffen. Dann nehmen wir doch mal die Seleucus. Ja. Ich sehe da schon den Shitstorm kommen im Chat, Ja. in den Kommentaren. Genau. Die hat zweimal dieses Light Caliber Double Broadside. Die Waffe ist ja nun nicht schlecht, aber man hat da 2 von. Man kann aber auf Standard-Orders nur eine abfeuern. Wenn man jetzt dieses Feature mitnimmt, hat man 3 Waffen, dann darf man 2 abfeuern. Dann feuert man natürlich nicht die Feature-Waffe, weil die nur so Medicore ist, wenn die untergebaut ist. Allerdings deine anderen beiden Waffen, dann darfst du die gleichzeitig abfeuern. Also ich sehe da Potenzial. Ja. Das macht das Schiff auch, wertet das Schiff auch gleich auf. Ja. Ganz kurz, bevor die Fragen kommen. Die Waffe ist Front Narrow Arc. Ja. Also wenn sie mounted ist. Genau. Wo steht denn das überhaupt? Das steht beim Feature. Achso. Das steht beim Future. Gut, kommen wir noch zu den anderen beiden, wobei die ist okay. Also das Feature, muss ich sagen, ist okay. Ja, also als gedroppte Variante ist es okay und wenn es da drunter gemacht ist, dann wertet das Schiff kann das, also nicht, ja, das wertet das Schiff auf, was eine coole Sache ist. Genau. So, jetzt kommen wir nochmal zur nächsten. Das ist die Shield-Plattform. In meinen Augen vielleicht sogar das schwächste Feature. Aber das sage ich jetzt nicht PHR-Spieler. Ne, das bedeutet, friendly groups in currency within 6 inches of the drop sites gain the Reforce Armor Special Rule. Was gut ist. Was nicht schlecht ist. Also es gibt viele Waffen. Ja, warte ganz kurz. This drop site counts as having the Reforce Armor Special Rule against enemy attacks. Reduced the log of enemy weapons targeting this drop site by 1. Und ES 4 plus, KS 4 plus. Ja. Jetzt darfst du. Alles klar. Also, Reinforced Armor ist ja, dass man, wenn man auf Critical würfelt, zum Beispiel, weil man dann Core-Schaden macht oder sowas, dass das schwieriger passiert, um 1 schwieriger. Das heißt, normalerweise ist es so, du hast eine Waffe, die hat eine 3 plus, sage ich mal. Und wenn man dann 2 besser würfelt, also auf die 5 plus, macht man statt dem normalen Energie oder kinetisch, macht man dann Core-Schaden. Jetzt als Beispiel. Und Reinforced Armor setzt das von 5 auf 6. Ja. Oder eben von, wenn du eine gute Waffe hast, die dann eine 2 hat, dann heißt das, ein Critical fängt bei 4 an.
dann setzt das von 4 auf 5. Das setzt das von der Hälfte aller Treffer auf ein Drittel aller Treffer. Das ist schon, wenn die Waffe dafür ausgelegt ist, wenn dein Konzept darauf ausgelegt ist, dass du kritischen Schaden machen musst, Ja. damit du irgendwelche Fähigkeiten aktivierst, dann ist das ein ganz schönes Schlag ins Kontor für diese Waffengattung. Ja, wie gesagt, aber 6 Zoll um die Dropside. Ja, genau. Also nur um die Dropside. Ja. Und als nächstes macht es dann die Dropside stabiler, indem du schlechter würfelst. Habe ich das richtig gelesen? Ja. Reduce Armor, Reduce Lock. Genau. Lock. Ja, genau. Du triffst die Dropside schwieriger. Ja. Ja, Das das ist ist schon, auch, genau. Dann hast du da so ein Mistviech stehen und dann kriegst du es nicht mehr weg. ja. Wobei, wie gesagt, ich immer noch glaube, es klingt alles ganz gut, sag ich dir so, wie es ist. Ich glaube aber, und damit kommen wir gleich zum dritten Future, dass das Sheer-Plattform von den dreien, die wir jetzt hier haben, am seltensten gespielt wird, weil, wie gesagt, das Heavy Caliber Orbital Gun, die wertet das Schiff aus, die optimiert einige Schiffe nochmal und ist auch gar nicht so schlecht. Was aber in meinen Augen das beste Feature ist der Scan Tower. Ich lese mal kurz die Regeln durch. 3 plus ES, KS 5 plus. When your activity the future place 2 spikes on an enemy group in line of sight, then place another 2 spikes on any enemy group in line of sight. Das heißt, du kannst zweimal 2 Spikes raushauen. Ja, Booyah! dieses Feature sind 2 Detektorschiffe. Auf jeden Fall. Und das ist Das mal ist schon- eben das, wofür du bei der UCM bezahlst? Hast du hier als Ich weiß nicht, Feature. wie viel man dafür 2, wie heißen sie noch? Welche meinst du? Die Lima. Ja, bei der Sind 80 Lima, Punkte. genau. Ja. Ja. Das sind 80 Punkte und geschenkt jetzt- in einem Scan Tower mit Line of Sight. Das Ding. Und das lässt du dann hinten sagen stehen. wir, die sind teuer, die Schiffe. Wenn du Ja. jetzt 80 Punkte von dem abziehst, was die Schiffe kosten, die das Ja. Ding tragen können, dann weißt du genau, was los ist. Ja. Und daher sag ich auch, mit Abstand ist das beste Schiff. Und jetzt kommt's. Für Schiff. Feature. Mit Genau, Abstand. und jetzt kommt's. Vorher hatte die PHA keinen Detektor. Und jetzt haben die so einen Klopper. Ja. Das erinnert mich ein bisschen an die Schaltari, die vorher immer Schwierigkeiten hatten, Bomberwings oder Fighterwings aufzubauen, weil die echt teuer waren und nur wenige Schiffe das konnten. Und die haben ein Feature bekommen, dass denen Hallo? diese Möglichkeit gibt. Okay. Diese Möglichkeit gibt, ja. Hörst du mich noch? Bin ich Ja, noch da? irgendwie hatte mein Rechner gerade ein kleines Problem. Also Leute, wenn ihr einen Ping gehört habt, das war ich. Alles gut. Das kannst ja auch rausschneiden. Lass jetzt eine ganz kleine Pause und dann rede ich weiter oder fang nochmal an oder so. Ja, ja. Und als nächstes muss man bedenken, dass die PHA keine Detektorschiffe hatten bisher. Das erinnert mich ein bisschen an die Schaltari-Features. Schaltaris hatten es immer schwer, Wings aufzubauen, Bomberwings oder Fighterwings, weil die nur wenige Schiffe hatten und die recht teuer waren, die Bomber oder Fighter schicken konnten. Und die haben ja ein Feature bekommen, das die dabei unterstützt. Und genauso ist das jetzt hier mit dem PHA. Die hatten vorher keinen Detektor. Und das haben die jetzt mit diesem Feature bekommen. Bisher war es so, dass die PHA meistens den ersten Schuss einstecken musste, weil die noch nicht in Scanreichweite waren, wenn jetzt die UCM oder so schon mit Detektor Schiffe markieren konnten. Und das ist jetzt, da wendet sich jetzt das Blatt. Also da bin ich sehr gespannt, wie das gespielt werden wird. Ja, aber der wird dabei sein. Also Sehe ich auch so. das ist das Feature. Genau. Und dazu packst du dann noch eine Shield-Plattform auf die gleiche Drop-Site, damit das nicht so schnell weggebombt wird. Weil
Weil man das Ding wobei loswerden. ich glaube nicht, dass du wird gar nicht passieren. Das zwei packst du auf deine Feature Carrier Homebase. mitnimmst mit den beiden Waffen. Ja. Nee, Also nee, mit nee, den nee, beiden, Da nee. wird eher der andere den Heavy Caliber Orbital Gun mitnehmen. Wahrscheinlich. So. Und den Scan Tower, den setzt du ja wahrscheinlich auch in deine Homebase, die am dichtesten bei deinem Ja. Start ist. Ja, Weil das geht ja auf Sichtlinie, du musst ja nicht keine Reichweiten haben. nee, so, du musst Sichtlinie haben. Aber das ist das Ding aktuell. Also ich glaube, in meinen Augen eins der stärksten Features, die wir aktuell bekommen haben. Ja, das Teil ist auf jeden Fall für die PHA Gold wert. Ja, mega. Das muss ich auch sagen, ist richtig nice geworden. Aber was sagt ihr zu dem ganzen Kram, den wir euch erzählt haben? Ich meine, wie gesagt, Harald hat ein bisschen Ahnung, der Rest von uns hat eigentlich über die PHA gar keine Ahnung, da sind wir mal ganz ehrlich Ich mit auch euch. nicht. Aber wir wissen ja ungefähr, was man so gegen uns spielt. Sind starke Sachen dabei, sind Sachen, die ich jetzt nicht so prickelnd fand. Aber die Features alleine, der Tower, der haut einiges wieder raus an den Punkten, wo ich gesagt habe, boah, das Schiff ist mir zu teuer. Ja, Der Scan Tower haut das dann wieder raus, ne? Zum Beispiel. das sehe ich auch so. Ne? Also das ist nett. Aber was ist eure Meinung über die neuen PHA? Also Ja? ich finde, man sollte den Shield Tower nicht unterschätzen. Ne? Also wenn die PHA sowieso so Hard-Hitter sind und du hast einen Shield Tower auf einer Drop-Site und hast dann irgendwie die dicken Pötte in 6 Zoll um den Shield Tower rum, dann sind die noch schwerer wegzukriegen. Also Richtig. muss man Also sehen, so wie ein, es gespielt wird. Ja. so ein Nahkämpfer oder so in der Center Drop-Site, da haust du so ein Ding runter, dann kannst du es nicht wegbomben oder nicht so leicht, weil da die Drop-Site dann auch noch stabiler macht. Das ist schon. Ich bin mir da auch nicht sicher, ob wir das Shield-Ding weniger sehen werden als die Orbital Gun. Ja, das wird sich zeigen, glaube ich. Wobei, wie gesagt, Genau. Leute werden das spielen und das rausfinden ja, und dann müssen wir vielleicht nochmal ein Re-Review machen. ja, das werden wir bestimmt. Also wenn hier auch nochmal beim Zuhören jemand ist, der richtig PHA drin ist und sagt, Leute, das ist nicht so ganz korrekt, was ihr sagt, schreibt es in die Kommentare. Kommt gerne zu uns in eine Folge Podcast, dann nehmen wir das Ganze nochmal oder sehen wir das vielleicht nochmal aus einer anderen Sicht und quatschen mit euch darüber. Wir wollen ja die Community gerne mitnehmen. Wir haben da Bock drauf. Wir wollen ja unsere deutsche Community groß kriegen. Wir freuen uns über jeden, der sich das anhört, Kommentare reinschreibt. Oder? Was hat ihr, Jungs? Na klar. Und nicht nur, wenn was reinschreiben, wenn wir oder wenn ihr glaubt, dass wir mit bestimmten Sachen falsch liegen. Ihr dürft auch gerne Vorschläge machen, Anregungen, uns beschimpfen, was euch einfällt. Ja. Alles Ideen, gut für was den wir- Ihr Algorithmus. dürft uns auch gerne Ihr dürft uns auch gerne reinschreiben, was ihr euch wünscht für Folgen. Ne? Also wir haben noch ein paar Sachen auf dem Zettel, aber wir wollten jetzt eben, weil es up to date ist, jetzt die PHA mit euch durchmachen. Aber ich glaube, wir haben auch schon wieder genug gequatscht, deswegen wir wünschen euch einen schönen Morgen, einen schönen Mittag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das hört, einen schönen Wochenstart, schönes Wochenende. Und Gute Fahrt nach Hause Gute Fahrt nach Hause. sieht's oder aus. zur Arbeit. Bleibt uns treu, lasst einen Daumen nach oben da, liken, abonnieren. Genau, Und das war's. Auf für Wiedersehen. heute. Bis dann. Bis dann.